Du möchtest eine WhatsApp-Nachricht schicken und hast überhaupt keinen Bock auf dieses doofe Rumgetippe am Handy? Dann habe ich heute einen genialen WhatsApp-Trick, denn es gibt eine Diktierfunktion bzw. eine Sprachsteuerung in WhatsApp, die du nutzen kannst, um deine Nachricht in das Smartphone reinzusprechen, und WhatsApp tippt das Ganze für dich als Nachricht in WhatsApp ein. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir gleich. Ich heiße dich erstmal recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Anjas Themenkiste und wünsche dir ganz viel Spaß heute. Also, wir nehmen uns wieder unser Handy zur Hand, gehen einmal in WhatsApp und suchen uns einen Chat aus. Ich gehe hier zur Franziska einmal rein und möchte ihr jetzt eine Nachricht schreiben. Dazu gehe ich in das Nachrichtenfeld, bis sich das Tastaturfeld öffnet. Und hier habe ich jetzt eben die Diktierfunktion versteckt, und zwar in diesem kleinen Mikrofon, das du hier oben in der Tastaturleiste siehst. Bei manchen Handys befindet sich es auch in der unteren Zeile. Einfach gucken, wo du das kleine Mikrofon findest, und da geht es quasi zur Diktierfunktion. Nicht zu verwechseln ist das Ganze mit dem Mikrofon, das hier oben grün hinterlegt ist, denn das ist die Sprachsteuerung. Damit schickst du Sprachnachrichten. Also bitte hier auf das Mikro in dem Tastaturfeld gehen. Ich tippe hier einmal drauf und dann werde ich natürlich hier auch nochmal gefragt, ob ich denn die Nutzung bzw. die Aufnahme auch erlauben möchte über die Tastatur. Dann sage ich ja, bei der Nutzung der App möchte ich das Ganze erlauben. Bei manchen kommt vielleicht noch ein Datenschutzhinweis. Wenn der nochmal kommen sollte, kannst du dir da die Hinweise gerne nochmal durchlesen, auf Fortsetzen oder Bestätigen klicken, und dann kannst du das Ganze eben auch hier am Handy machen. Ich gehe jetzt hier wieder auf Nachrichten und steuere jetzt die Diktierfunktion an. Hallo Franziska, Lust etwas zu unternehmen? So, wie du siehst, du musst auch Satzzeichen einmal kurz mitdiktieren, damit quasi WhatsApp weiß, wann es welche Satzzeichen auch setzen muss. Wenn du die Aufnahme beenden möchtest, einfach wieder auf das Mikrofon drauf tippen und dann ist das Ganze auch gespeichert. Wenn du jetzt noch zusätzlich eine kleine Änderung machst, weil du sagst, da ist vielleicht noch ein kleiner Schreibfehler drin, dann kannst du jederzeit auf das Tastaturfeld tippen und hier nochmal etwas nachjustieren. Wenn das Ganze passt, einfach auf den Flieger und schon ist die Nachricht verschickt. Und das war's im Endeffekt heute auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und es war hilfreich. Wenn ja, dann lass mir gerne wieder einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniere meinen Kanal. Und wenn du wissen möchtest, wie du jetzt in WhatsApp zum Beispiel dein Profilbild ändern kannst, damit deine Freunde in deinem WhatsApp auch dein Bildchen sehen, dann bleib jetzt dran. Ich verlinke dir hier ein Folgevideo, wo ich dir zeige, wie du in deinem Profil ein Profilbild hinterlegst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Weitergucken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao!